Weltmarkt aus diesen früheren Entwicklungen der Kolonisierung heraus im Protokapitalismus, in den frühmodernen Entwicklungsstadien, hat sich dann eben als Vermittlung zwischen dann im 19. Jahrhundert konstituierten Nationalökonomien herausgebildet. Man kann in dem Sinn also immer schon gewissermaßen von einem Weltsystem sprechen, aber Globalisierung ist sozusagen die Zersetzung dieses Weltsystems dann im 19. und frühen 20. Jahrhundert bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg, wo also Nationalökonomien dann eben den Weltmarkt gebildet haben, also zwischen Nationalökonomien, Warenexport und Import. Da hat sich ein Prozess vollzogen nach dem Zweiten Weltkrieg, den man eigentlich erst als Hinführung zu dem, was heute Globalisierung ist, bezeichnen kann. Und in diesem Prozess ist eine Krise eingelagert, die zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal von Prosperität eigentlich vorbereitet worden ist. Da haben wir also die fordistischen Industrien, da haben wir erst im großen Maßstab nicht nur Warenexport zwischen den Nationalökonomien, sondern auch Kapitalexport, also Aufbau von Produktionsanlagen im Ausland von jeweiligen nationalen Konzernen. Man hat dann von den sogenannten Multis gesprochen, multinationalen Konzernen. Und als dieser Kapitalexport, diese Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg abgelöst worden ist von der Krise der dritten industriellen Revolution, von dem Problem, dass also aus dem Kapital die Arbeitssubstanz herausgenommen wird, dass strukturelle Massenarbeitslosigkeit entsteht, dass diese nationalökonomische Reproduktion allmählich zerfallen ist, unter anderem auch vermittelt mit Krise der Staatsfinanzen, Krise dieser nationalökonomischen und nationalstaatlichen Reproduktion des Kapitals. Da hat ein ganz neuer Prozess stattgefunden, den man heute mit dem Label Globalisierung benennt. Das ist im Grunde die Zersetzung des alten Weltsystems von Nationalökonomien, die miteinander über den Weltmarkt verbunden sind. Das bedeutet eine unmittelbare Transnationalisierung des Kapitals. Das sind Prozesse, in denen nicht mehr wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg komplette Produktionsanlagen in anderen Ländern angelegt werden, sondern in denen das Kapital auf die Krise reagiert, indem es transnationale Kapitalinvestitionen macht, aber jetzt nicht mehr als Erweiterungsinvestitionen, sondern als Rationalisierungsinvestitionen. Das bedeutet, die Betriebswirtschaft wird zerlegt, die einzelnen betriebswirtschaftlichen Abteilungen werden ausgelagert, Outsourcing ist der schöne Begriff dafür, und dabei wird also das globale Kostengefälle ausgenutzt. Man lässt eben zum Beispiel die Betriebsabrechnungen in Indien anfallen, wo dann eben entsprechend die Software billig ist. Man lässt Teile, Produktionskomponenten in China, in Osteuropa produzieren, setzt sie dann irgendwo anders wieder zusammen. Steuern lässt man in Irland oder sonst wo anfallen. Die Forschung wird auch ausgelagert. Und dabei werden natürlich dann Schrumpfungsprozesse auch vollzogen. Das ist verbunden mit Betriebsstilllegungen, mit Massenentlassungen. Es ist also sozusagen Transnationalisierung über den nationalökonomischen Rahmen hinaus, wo gewissermaßen der Kapitalfluss, das Kapital nicht mehr in einen nationalökonomischen Raum eingebannt ist und von da aus dann vielleicht Kapitalexport macht, sondern wo das Kapital die Betriebswirtschaft unmittelbar zerlegt, transnational wird und damit auch der nationalökonomische Rahmen zerbricht. Man könnte sagen, das, was Marx noch den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten bezeichnet hat, das hört auf. Der Staat ist nicht mehr der ideelle Gesamtkapitalist eines nationalen Kapitalstocks, sondern er ist in einer Situation, in der er durchzogen wird von transnationalen Kapitalströmen, auf die er keinen Einfluss mehr hat. Also diese nationalökonomische Reproduktion zerbricht. Das Kapital wird unmittelbar Weltkapital, aber damit stößt auch die kapitalistische Reproduktion in dieser nationalökonomischen Form an Grenzen. Und das gehört mit zu diesem Krisenprozess.